Heute geht es um meinen 2007er Lincoln Town Car. Das Modell ist das Signature Limited, die Ausstattungsvariante, meine ich damit. Okay, so, was gibt es zu sagen über dieses Auto? Dieses Auto habe ich in 2012 gekauft und stammt ursprünglich aus Florida. Habe ich dann gekauft und habe es hiermit nach Utah gebracht. Und was ich besonders gemacht habe am Auto war, dass es nur 16.000 Meilen hatte, also fast gar nichts für das Baujahr und absolut keinen Rost. Es gab absolut keinen Rost am Auto, nicht einmal Unterbodenrost, gar nichts. Also das habe ich schon wirklich sehr gern gehabt und habe mich dafür entschieden und habe dieses Auto gekauft, nachdem ich auf der Suche war. Mehrere Wochen, Monate, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Gut, dieses Auto ist von der Panther-Plattform. Panther-Plattform ist der Crown Victoria von Ford, Grand Marquis von Mercury und natürlich der Lincoln Town Car. Crown Victoria hatte ich früher auch, damals noch in Europa. Es war ein 92er Crown Victoria und ich habe das Auto eigentlich sehr gemocht. Und man mag es kaum glauben, aber dieses Modell hier hat noch immer viel gemeinsam mit dem alten Crown Vic, den ich damals gemocht habe und viel damit unterwegs war. Was gibt es zu sagen über dieses Auto? Fährt sich gut, verglichen mit dem Mercedes, den wir in der letzten Reihe hatten. Würde ich sagen, es ist fast genauso komfortabel. Der Mercedes ist vielleicht ein bisschen mehr komfortabel, aber es gibt keine riesigen Unterschiede. Geräuschkulisse während dem Fahren ist auch sehr ruhig hier. Ist schwer zu sagen mit dem Mercedes. Der hat eine Doppelverglasung. Natürlich, wenn man irgendwo parkt, ist es da ruhiger. Aber auf der Autobahn, glaube ich, ist es fast gleich. Da gibt es nicht wirklich ein Unterschied. So viel zum Fahrkomfort. Es gibt auch ein Luftfahrwerk hier. Ein Holz, wobei das alle vom Plastikbaum stammt, also kein echtes Holz, so wie bei Mercedes, außer das Holz am Lenkrad, was ihr hier seht. Das ist echtes Holz. Also schon sehr gut und das Lenkrad ist auch, finde ich, sehr schön und fühlt sich auch sehr gut an. Also bin ich sehr zufrieden mit. Die Qualität ist sehr gut. Das Auto ist sehr gut zusammengebaut. Es knackst nichts. Es gibt keinerlei Klappergeräusche, wie man das so glaubt. Also wenn man immer wieder redet vom amerikanischen Auto und der Plastikfüße und alles, es gibt mehr Plastik, klar, aber das gibt es bei anderen Marken auch. Aber sehr gut zusammengebaut und wirkt auch sehr stabil, zumindest bei dieser Baureihe und bei diesem Fahrzeug. Habe ich da absolut gar nichts auszusetzen. Zuverlässigkeit. Dieses Auto ist sehr zuverlässig. In all den Jahren hatte ich fast gar nichts, wollte ich da mal fast zu sagen, da war gar nichts, keine Reparaturen, nichts. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Klima aufgefüllt. Und das auch nur, weil die einfach leer war. Weil das Auto vorher in Florida gefahren ist und da ist es, wie man weiß, oft heiß, fast immer heiß oder zumindest warm, muss man die Klima anhaben. Deswegen musste die Klima neu befüllt werden. Außerdem gar nichts. Alles immer perfekt, startet sofort, läuft ruhig und fährt. Elektronik gibt es hier nicht allzu viel und die Elektronik, die es gibt, die funktioniert. Und jetzt suchen wir uns einen Platz, um rauszufahren und schauen uns das Fahrzeug von außen an. So, an der Stelle, wo ich rausfahren wollte, stand leider die Polizei. Also haben wir uns ein anderes Plätzchen gefunden und hier ist es sogar noch schöner und hier war ich schon ein paar Mal, um andere Autos zu filmen. Was gibt es hier zu schauen? Man hört den 4,6 Liter V8 und Scheinwerfer sind halogen. Die gab es auch mit Xenon damals, aber glaube ich nicht so oft. Habe ich jedenfalls noch nie
in echt gesehen. Gab es auch mit Nebelscheinwerfer, die sollten dann hier sein. Meiner hat diese aber nicht. Dann haben wir hier den Sidemarker und drüber das Seitenlicht. So, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch jetzt nennt. Wenn man den Blinker anhat, dann ist halt da ein Licht, bis die Seite vom Fahrzeug die Seite aufhält. Ja, so ein Seitenfahrlicht. Was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Gut, Reifen sind neu, auch dazu gibt es ein Video. Original Felgen drauf. So wie das Auto beliefert worden ist, ist alles original, bis auf das Dach. Das Dach, das war so ein Dealer-Package, das kann man beim Händler bestellen. Das konnte man damals beim Händler bestellen. Also extra Chrom, die vergoldeten Embleme plus das Dach. Und ich öffne jetzt einmal die Tür. So, da die Sitze, man sieht, sehen noch sehr gut aus. Fahrersitz auch. 2007er Baujahr. Hat Doppel-Airbag plus Seiten-Airbag. Da sieht man es im Sitz. Steht auch Airbag da. So, Seiten-Airbag plus Doppel-Airbag vorne. War, glaube ich, so, weil ich weiß, Standard bei den meisten Autos in 2007. Na gut, wenn ihr S-Klasse habt oder 7er BMW ist das natürlich anders, aber bei den meisten normalen Autos war das Standard. Wobei der Lincoln Town Car ja auch das Flaggschiff von Lincoln war, aber amerikanischer Luxus war schon immer ein wenig anders als der europäische Luxus. Das Armaturenbrett, wie gesagt, das ist kein richtiges Holz, das ist ein Plastikholz, aber alles andere ist weiches Plastik und es fühlt sich auch sehr wertig an. Hier ist die Rücksitzbank. Dieses Modell ist das kurze Modell, also nicht das lange Modell, und daher ist die Beinfreiheit okay, aber nicht so geräumig, wie es sein könnte. Ich finde, alle Town Cars sollten die lange Version sein. Wäre komfortabler für die Passagiere im Fond, aber trotzdem sehr gut und sehr komfortabel. Auch hier alles sehr wertig und toll gemacht. Gibt es sogar mit Ascher und mit dem Holz. Einstiegsleisten sagen Lincoln, genauso wie die vorne auch. Und ich finde auch die Tür fällt auch ganz gut ins Schloss und es hört sich auch nach Qualität an. Hier das Heck und runter schauen. So, das war's auch schon. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt es in die Kommentare oder ihr könnt es mir auch einfach eine E-Mail schicken. Meine E-Mail-Adresse ist im Profil, im YouTube-Profil, und da könnt ihr mich erreichen und ich werde gerne alle Fragen über die Autos, sogar über die Vereinigten Staaten beantworten. Und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.